Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal zeigen, was ich mit den Chilis mache, die wir vom vergangenen Jahr über haben. Die sind alle getrocknet, sind unterschiedlich groß, manche länglich, manche einfach nur dick. Und die möchte ich gerne in Öl einlegen, also Chiliöl machen. Dazu müssen wir die ein bisschen vorbehandeln, auch wenn die komplett trocken sind. Weiß nicht, kann man das gut hören? Also die sind ganz trocken. Erstmal kommt oben das Grüne ab. Ihr braucht ein wirklich scharfes Messer, weil sonst zerquetscht ihr euch die ganze Chili und dann habt ihr mehr Bruchstücke als alles andere. Und die werden einmal angeritzt, relativ mittig. So, einfach nur, so, je nachdem wie groß sie sind, 1-2 Zentimeter einen Riss andeuten. Die Samen können drin bleiben, auch wenn sie mir jetzt entgegenkommen hier. Das macht gar nichts. So, die längeren hier, also die wirklich schön geformten, die schneide ich nur auf. So. Und mache einen Riss rein. Und dann kommen die so, wie sie sind, hier in so eine alte Glasflasche. Die ist ausgekocht und trocken. Da ist kein Wasser mehr drin. Die ist also wirklich ganz trocken. Da schieben wir die nur angeschnittenen einfach rein. Die saugen sich auch voll und geben dann ihre Schärfe ab. So. Die sind aber mehr jetzt so fürs Auge, damit auch optisch was zu sehen ist. Kommen die da mit rein. So. Ich habe heute einen leichten Frosch im Hals, schon den ganzen Tag. Deswegen kommt das Video heute, oder drehe ich das Video heute auch etwas später. Es ist schon berstend warm. Riecht die Wohnung gar nicht kalt. Hier sind schon in der Wohnung schon 29,5. Ja, 29,5. Und es wird noch wärmer. Aber wir wollten ja schönes Wetter und Sonne und so weiter. So, die 4, 5 Chilis sind jetzt in einem Stück da drin. Kann man nachher besser sehen, ob es Chiliöl ist oder Paprikaöl oder Pfeffer oder sonst was. Die anderen verlieren natürlich auch ihre Köpfe. So, die schneiden wir aber klein. Einfach, damit mehr Schärfe auch ins Öl übergeht. So. Ich mache das immer so, dass der Boden gut bedeckt ist von den Gefäßen. Manchmal sogar ein bisschen mehr. Es kommt immer darauf an. Das hier soll ein sehr würziges Öl werden. Die ganzen Kerne hier fallen raus. Aber gut, das macht nichts. Was hier rausfällt, kommt halt einfach mal im Blumentopf. Wir wollen ja auch wieder neu ansehen, immer und immer wieder. Ne? Und die hier waren höllisch scharf. Ich weiß aber den Namen nicht. Irgendwas mit Ilja, glaube ich. Oder Ilja oder... Oh Gott, ich habe es mir nicht gemerkt. Ich habe auch letztes Jahr noch nicht drüber nachgedacht, ob ich wirklich anfange, Videos zu machen. Von daher war das nicht so wichtig. Ich habe hier in dem Glas, hier, da sind unten auch noch so ganz, ganz kleine drin. Die waren wirklich nur 1,5 Zentimeter groß, ausgewachsen. Und auch sauscharf. Aus denen mache ich aber dann Pulver, weil die aufzuschneiden hier, das lohnt sich echt nicht. So. So. Ich nehme nachher ganz klassisches Rapsöl, weil ich möchte das Öl auch zum Braten anwenden können, also schön heiß machen können. Wenn das jetzt für Salate wäre oder für Dressings, dann würde ich Olivenöl nehmen. Ich habe allerdings gerade kein Olivenöl da.
Weil das, was ich haben möchte, ist nämlich nicht lieferbar. So. Oh, die ist ja richtig voll mit Samen. Himmel. So. Ja, das reicht schon. Also der Boden ist locker bedeckt. Der Rest kommt wieder zurück ins Glas. Die Samen kommen in die Samendose fürs nächste Jahr. Vielleicht setze ich sie auch heute noch. Mal sehen. So, jetzt brauchen wir einen Trichter. Hier ist er. Tada. Also trinken, also es ist furchtbar. Es ist wie so eine Sommergrippe. So. Und dann fangen wir an. Einfach ganz normales, stinknormales Rapsöl. Das ist leer. So, das ist jetzt eine 0,5er Flasche. Kann ich ja mal zeigen. Von Fasspause, glaube ich was. So, ja, ein bisschen schwenken. Das sollte man auch die nächsten Tage machen, wenn die Flasche voll ist. Immer mal schwenken, damit sich die Schoten und die Schotenstücke richtig schön vollsaugen können. Die sollen nicht an der Oberfläche schwimmen, die sollen absinken, weil nur dann ist gewährleistet, dass keine Luft rum bleibt und das Ganze anfangen würde zu schimmeln. So. Ja. Ihr könnt das Ganze auch mit frischen Chilis machen. Verringert allerdings massiv die Haltbarkeit. Weil frische Chilis eben mit der Zeit dort doch anfangen zu, ich würde fast sagen, modern. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut am Mikro. Ich nehme generell getrocknete, weil ich übers Jahr durch, bis die Saison vorbei ist oder ich einfach mal die nächste Ernte habe, die Chilis frisch oder tiefgefroren nutze. So. Ja, wir haben jetzt hier oben noch 1,5 Zentimeter Platz. Die lassen wir auch. Das ist so das übliche, ja, die übliche Füllhöhe, die so eine Flasche eben hat. Können uns jetzt noch überlegen, ob wir noch was drauf machen an Chili. Ich würde es nicht tun. Ich denke mal, das reicht. Das wird scharf genug. Verschrauben das jetzt. Schütteln das. Und das kommt in den Kühlschrank. So. Erstmal ein Stück Zewa hier. Schon bereitgelegt. Weil Ölflecken auf dem Tisch, das mag keiner. So. Einfach zumachen. Fest verschrauben. So. Nochmal durchschütteln. Schwenken. So. Ja, und so kann es jetzt in den Kühlschrank. Die nächsten Tage bewegen wir es einfach mal. Und wenn das einmal durchgereift ist, also auch die Farbe angenommen hat, können wir auch hingehen, wenn das leer ist oder fast leer ist und einfach nochmal Öl nachgeben. Das wird zwar dann immer ein bisschen milder mit der Zeit, aber Schärfe ist ja trotzdem drin. Sieht doch toll aus. Jetzt schon. Noch schwimmen die Dinger um. So. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sie überlistet. So. Ja, ihr seht auch, denke ich mal, ganz klasse. Ich habe die Samen mit drin gelassen, soweit die in der Schote bleiben wollten. Ja. So, das gleiche könnt ihr auch mit Honig machen. Da nehme ich in der Regel älteren Honig, der schon auskristallisiert ist. Erhitzt den im Wasserbad. Die Chilis werden einfach nur klein geschnitten, so wie jetzt auch. Und untergerührt. Ja.
im warmen Honig am besten, damit sie direkt schon mal ein bisschen was abgeben können. Schneidet die da aber kleiner. Es wäre vielleicht sogar besser, die da zu zerstoßen. Nicht mahlen, nicht zu fein, das ist nicht gut. Dann wird es zu bitter. Aber ein bisschen zerstoßen, dass möglichst viel vom Capsaicin sich im Honig auch bindet. Kann man toll dann mit dem Chiliöl zusammen als Marinade benutzen. Ihr könnt das Öl und den Honig auch erweitern, zum Beispiel um Knoblauch. Nehmt da einfach Knoblauchzehen, nicht klein machen, schälen, unten einmal anstechen, so mache ich das, und mit rein. Ihr könnt frische Pfefferkörner nehmen, mit reinmachen. Mit getrockneten habe ich festgestellt, das klappt nicht ganz so. Ihr könnt hier Kräuter reinmachen, Rosmarinzweig zum Beispiel, macht sich ganz toll, dann ist das halt wie ein Bäumchen da drin. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, das Ganze ist circa 3 Monate haltbar. Also das ist so das, was man immer sagt. Deswegen mache ich das immer dann, wenn bei uns so die Grillsaison anfängt, fange ich an, eine Woche ungefähr vorher mit den Ölen. Das hat jetzt eine Woche Zeit zu ziehen bis zum nächsten Grillen. Und dann wird das einfach für die Marinade genommen. Ja. Was haben wir noch? Achso, ich hatte eine Schneeballmelone. Habe ich die Samen rausgenommen, gut getrocknet und in so einer alten Medikamentendose. Wenn ihr sowas bekommt, also nicht die Samen, Samen natürlich generell auch, aber solche Medikamentendosen mit so einem, na, statisch aufgeladen ein bisschen, die kleben am Rand, mit so einem Deckel, im Deckel ist dieses Granulat drin, dieses Trockengranulat. Es kommt also nicht mit den Samen in Berührung. Ihr habt aber auch keinen Beutel, der extra dazwischen ist. Die mag ich ganz gerne. Die sind jetzt von meinen Rheuma-Medikamenten. Kindersicher verpackt, luftdicht und ja, man kann halt auch gut beschriften. Das ist eine schöne Größe. Also da passen 2 Melonen rein, so ungefähr an Samen. Aber eine reicht, dann kann man immer zwischendurch mal ein bisschen schütteln. Ja. Das gleiche mache ich demnächst noch mit Honigmelonensamen. Die sind schon zum Trocknen bereit. Ja, ich denke, das soll es heute gewesen sein. Sollte mir noch was einfallen, dann melde ich mich nachher nochmal, vielleicht mit einem Short. Ja. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.